Haben wir 30 Minuten? Laufen und dann unterhalten. Jetzt. So, ich kann das so machen. Also wie das schmeckt? Ja. Einmal durchs Hafenbecken geschwommen. Barfuß über die endlosen Sandstrände streifen. Einfach mal abheben. Geschichte erleben und in die Pedale treten. Eine alte Poldermühle entdecken und die Nordseeluft tief einatmen. Den Blick in die Ferne schweifen lassen und das Wesentliche im Blick haben. Gute Aussichten für die kommende halbe Stunde von Texel oder Texel, wie die Niederländer sagen. Viele von Ihnen waren vielleicht auch in ihrer Kindheit hier, schon mit der Ferienfreizeit oder mit den Eltern. Für mich ist es Premiere, bin gerade ein paar Stündchen hier und schon total verliebt. Das ist Nordsee genauso, wie ich sie liebe. Großartige Dünenlandschaften, weiße Strände, tolles Meer und super Aussichten. Und das, was ich jetzt hier so als schöne Aussicht genieße, macht er hier beruflich. Das ist Marcel von der Strandwacht und ihr habt den ganzen Tag eigentlich den Blick aufs Meer, weil ihr gucken müsst, dass nichts passiert. Und deswegen beginnt der Tag der Rettungsschwimmer jeden Morgen mit einer Übungseinheit. Ein Schwimmer soll abgetrieben und in Seenot geraten sein. Im Sommer werden die Strände täglich von 9 bis 18 Uhr überwacht. Wunderbar. Ey, das ist echt jetzt, da ist Gewicht dahinter jetzt, oder? Ja, und los. Mensch, das Telefon in der Pass Buchse. auf. Du sagst Marcel, wo ich hin soll, Dort, ne? da vorne, Richtung Wasser. Vom Strand kommt Unterstützung durch die Kollegen, die dabei helfen, das Opfer aus dem Wasser zu ziehen. Denn die Retter gehen mit einer langen Kordel ins Wasser, die mit einer Boje an dem Schwimmer in Not befestigt wird. Es ist echt voll schwer, es ist echt super viel Kraft dahinter. Viel Zug. Ist das das Zeichen für ihr habt es geschafft, ja? Wollt anhalten. Wind, Brandung, die Gezeiten durch Ebbe und Flut. Die Bedingungen an der Nordsee ändern sich ständig. Ich glaube, man unterschätzt die Nordsee manchmal. Man denkt so ein bisschen so eine Badewanne, aber ist es überhaupt nicht, oder? Ist das überhaupt nicht. Es ist kein Hallenbad und das Wasser schmeckt natürlich auch ganz salzig. Aber die Strömung, die sieht man nicht, die spürt man nur, wenn man darin geht. Und dann kann es leider oft falsch ausgehen. Dann ist die Strömung sehr stark, auch wenn man das so nicht sieht. Rot-Gelb heißt, Baden erlaubt, aber gefährlich. Farbige Flaggen zeigen die Gefahrenstufe an. Immer einsatzbereit der Jetski oder auch 2 Boote als Unterstützung bei Rettungseinsätzen. Warst du von Geburt an Rettungsschwimmer oder was hat dich dazu gemacht? Ja, fast. Natürlich, wie jeder richtige Holländer musst du rechtzeitig schon früh in Kindheit schwimmen lernen. Und ich habe, wenn ich selbst schwimmen konnte, habe ich weitergemacht. Habe ich gelernt, erst im Hallenbad andere Leute zu retten. Und als ich dann 18, 19 Jahre alt war, bin ich an den Strand gekommen bei der Strandwache. Und das mache ich jetzt schon 20 Jahre. Und ich tue das noch immer sehr gern. Ist es dein Beruf? Nein, alles freiwillig. Texel ist die größte und westlichste der westfriesischen Inseln, mit insgesamt über 30 Kilometer langen Sandstränden. Mit der Fähre von Den Helder aus ist sie in 20 Minuten schnell erreichbar. Sie wissen ja, wir Fernsehmoderatoren haben gerne noch so einen kleinen idyllischen Zweitwohnsitz auf der Insel. Ich habe jetzt Eigentum auf Texel, die Nummer 18, wenn auch nur für ein Stündchen, aber es ist herrlich. Als jij dat wil, nou dan doe ik dat. Ik ben hier op je blauwe dag. Das habe ich noch nie gekonnt. Es gibt so einen geilen Donald Duck Film, wo der da... Ah. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent wanneer ik ergens val? Nu lig ik zelf op de grond en ben ik die Das lacht nicht. Ik
niet vergeten, nee. Was ich Ihnen eigentlich sagen wollte, dieses Eigentum können Sie auch haben, Sie können sie mieten. Das kenne ich von keiner anderen Insel. Also ich war schon auf Ameland, das ist die Nachbarinsel hier in Holland. Ich war schon häufig auf Föhr gewesen, da kennt man natürlich die Strandkörbe in Nordfriesland in Deutschland. Aber diese Strandhäuschen, die man sich mieten kann, für eine Stunde oder für einen Tag oder für eine Woche, das ist schon was Besonderes. So ein kleines Stückchen Privatleben am Strand. Und dazu noch ein Bier von hier, Strandstruna. Ich weiß nicht, ob es wirklich so heißt, aber es ist wurscht, weil hinterher werde ich es wahrscheinlich sowieso nicht mehr aussprechen können. Oder gerade dann. Laten we dansen tot de morgen en de lucht weer open gaat. Wie viele brauchen wir? Wir brauchen ungefähr 5 Kilogramm. Also ich würde ganz viele Fische reinmachen. Okay, also einfach. Okay, jetzt fangen wir an mit der Futterung. Ja, gehen wir nach Du musst nur draußen. sagen, wohin. Du Nach kennst- links und dann dich das aus. nach draußen. Denn die Heringe und Tierpflegerin Hilde Smit werden schon sehnlichst erwartet. Von den Kegelrobben und Seehunden in der Aufzuchtstation Ecomare. Westkurve will auflaufen. Kann ich ein Stück zu dir kommen, Hilde? 3-mal am Tag gibt's Fisch. Besucher können bei der Fütterung zuschauen. Die Tiere haben eigentlich immer ein bisschen die eigenes Platz, wo sie kommen, um die Fische zu holen. Und Das heißt, jeder kommt an eine eigene Stelle? eigentlich schon, ja. Wie lustig. Es wird ein bisschen gewechselt ab und zu. Wann werden die ausgewildert, Hilde? Diese Tiere sind alle schon erwachsene Tiere und sie bleiben hier das ganze Leben. Diese Tiere haben alle ein eigenes Grund, wodurch sie nicht mehr herausgesetzt können. Zum Beispiel blinde Tiere. Ja, die kannst du nicht mehr Ja. rausgeben, dann sind sie verloren. Ne? Genau. Die schwache Tiere, die nicht im Wild überleben können, die haben hier eine Forever zu Hause. Pro Jahr nimmt Ecomare etwa 100 junge, kranke, geschwächte oder verletzte Seehunde und Kegelrobben auf. Die Jungtiere werden von Hilde und den anderen Tierpflegern aufgepäppelt. Sobald sie kräftig genug sind, werden sie wieder ausgewildert. Die allerkleinsten und schwächsten sind in einer speziellen Seehundquarantäne untergebracht. Das sind echt die kleinen Robben. Okay. Wie alt sind die denn? Ja, das wissen wir natürlich nicht genau. So ungefähr? Ungefähr 2-3 Wochen. Ja. Oh, wieso sind die bei euch? Normalerweise brauchen die noch eine Mutter, die trinken Milch bei der Mutter. Aber verschiedene Gründe sind sie hier. Zum Beispiel die hier vorne ist erkrankt, schwach. Deutschland ist noch nicht selber, er muss noch gefüttert werden. Das heißt, die braucht noch lernen, wie er richtig selber essen muss. Aber man sieht, dass es schon geht. Er schluckt das echt schnell durch, aber wenn man die einfach anbietet, dann nimmt er nicht. Nee. Das wird er in einer Woche oder so machen, hoffentlich. Dann weißt du, Ja. Erst dann geht es für ihn und seine Artgenossen wieder zurück in die Nordsee. Findet man übrigens selbst beim Strandspaziergang ein Robbenbaby, gilt eines: nicht anfassen. Vielleicht ist das Muttertier nur auf Futtersuche. Auch die Mitarbeiter von Ecomare beobachten gestrandete Tiere zuerst, bevor sie mit in die Aufzuchtstation nehmen. Auch 2 Schweinswale leben dort dauerhaft. Michael und Dennis heißen sie. Sie sind als Jungtiere gestrandet und haben deswegen nie von ihrer Mutter das Fischefangen lernen können. Wo andernorts Deiche an der Nordseeküste gebaut werden, läuft auf Texel das Meer ins Land hinein. Das Naturgebiet des Lufter ist das einzige Gebiet der Niederlande, in das die Nordsee ungebremst eindringen darf. Nach einer Sturmflut überschwemmt es sogar die komplette Lagune. So konnte sich in des Lufter ein einmaliges Naturgebiet entwickeln, mit Prielen und Salzwiesen voller lila blühendem Strandflieder. Dick Schermer ist seit Jahren Naturführer und Fachmann für die salzwasserresistenten Pflanzen, die sich an die besonderen Lebensbedingungen angepasst haben. Diese Strandflieder farbt jetzt sehr schön. Die Blätter sehen ganz anders aus. Und zum Beispiel die Unterseite von diesen Blättern, da würde das Salz eigentlich ausgeschieden. Und wenn man das anliegt,
Das sieht man, dass es auch etwas Wasser aussieht. Wenn man liegt, ist es ganz Salz. Salz im Wasser, Salz im Boden. Das ist auch das große Thema auf der Texeler Salt Farm. Achso, okay, und das auch. Ja, klar. Hier erntet Art Kilian gerade Algen. Die Farm ist der größte Produzent von Meeresalgen an Land in Europa. Ein Teil davon wird an Restaurants und Lebensmittelhändler verkauft. Wie oft könnt ihr das machen? How often can you do this? Every day or how? Nein, nicht jeden Tag. Einmal pro Woche in so einem Becken. Und dann bekommst du etwa 6 von denen hier. 6 Körbe voll, 6 of them? Okay. Die geernteten Algen werden anschließend getrocknet. Von 5000 Kilogramm pro Jahr bleiben nach der Trocknung noch etwa 500 Kilogramm übrig. Auf die Idee mit den Algen ist Mark van Risselberghe gekommen. Der Niederländer braucht sie als Dünger für seine besonderen Kartoffeln. Mark war jahrelang herkömmlicher Landwirt, bevor er sich in den Kopf gesetzt hatte, den Hunger auf der Welt zu verringern. Er züchtet Kartoffeln, die auf salzigen Böden wachsen und mit Meerwasser bewässert werden können. Für viele arme Länder eine große Chance. Aus der ganzen Welt kommen wirklich Menschen hierher, um sich das hier anzuschauen, also um da auch zu lernen. Wem hast du das schon weitergegeben? Ja, das ist über die ganze Welt gegangen und das gibt Länder, zum Beispiel Bangladesch oder Pakistan, die haben mehr als 6 Millionen Hektare Grundebene, wo die Leute weggezogen sind. Die leben jetzt in die Großstädte und die machen da keine Landwirtschaft mehr. Und wenn man dann unsere Gewächse anbaut, dann kann man wieder da bleiben und hat man etwas zum Essen. Ja, das sieht gut aus. Ist noch klein? Oh. Aber eine große. Das ist das. Vor 6 Jahren hat er sein Kartoffelprojekt auf Texel gestartet. Hektar. Aber das sind die ersten Salzkartoffeln um dieses Jahr. Die ersten Salzkartoffeln ist gut hier. Schmecken die eigentlich jetzt auch salzig? Die schmecken süßer. In seinem Testgarten experimentiert Mark mit weiteren Gemüse- und Obstsorten. Durch das Bewässern mit Salzwasser schmecken sie seltsamerweise nicht salziger, sondern ihr Geschmack wird intensiver. Das ist Petersilie, oder? Ja, das ist einfach, das kennst du. Also wie das schmeckt? Ja? Einmal durchs Hafenbecken geschwommen. Er schmeckt nach Salat. Viel nehmen, ja. Der ist scharf. Der ist sehr scharf. Der ist, im Gegensatz zu dem Rucola, den ich kenne, ist der scharf. Ja, das ist... Ist das wegen des Meerbodens, wegen des Salzwassers? Ja, dieser Garten bekommt jede Woche 2000 Liter Meereswasser. Und so versuche ich die Pflanze zu ermördern, um zu sehen, welche bleibt leben oder welche nicht. Von einer kleinen Nordseeinsel aus will er mit Gemüse, das Salzwasser verträgt, den Hunger in der Welt verringern. Und es ist bei weitem nicht der einzige Kampf auf der Insel. 1574 ließ Fürst Willem van Oranje das Fort de Chance anlegen, um Texel und die Reede vor feindlichen Schiffen zu schützen. 250 Jahre später vergrößerte und verstärkte Napoleon das Fort. Auf Texel befand sich das letzte Schlachtfeld des Zweiten Weltkrieges in Europa. Im Mauerwerk des Leuchtturms sind noch heute die Einschusslöcher zu sehen. Erst knapp 2 Wochen nach offiziellem Kriegsende in Europa wurde Texel von den Alliierten befreit. Damals gab es auf der Insel mehr als 500 Bunker. Ein Großteil wurde abgerissen, einige sind aber bis heute zu sehen. Diese Kämpfe gehören der Vergangenheit an. Die Besatzer der Gegenwart sind eher lammfromm. Dafür aber gibt es immer noch Räuber auf der Insel, und zwar ganz spezielle.
Es sind Strandräuber, sogenannte Jutter. Sie suchen den Strand nach Gegenständen ab, die die Nordsee angespült hat. Was sie in den letzten 75 Jahren gefunden haben, zeigt das Schiffbruch- und Strandräubermuseum Flora. Es ist das erste und größte Strandgutsammlermuseum der Welt. Spitzenreiter, jedenfalls rein mengenmäßig, sind Handschuhe und Helme von Ölplattformen und Schiffen. Guck mal, die haben hier früher alles mit dem Fahrrad eingesammelt. Ja, Wahnsinn. Wahrscheinlich von einem Schiff irgendwas oder so. Ja. Ne? Und manchmal muss man mit dem Traktor kommen, wenn es die größeren Sachen sind. Früher war die Strandräuberei für die Bewohner sogar überlebenswichtig. In den oft armen Küstenregionen suchten sie am Nordseeufer nach Brauchbarem für sich selbst oder zum Verkaufen. Auch emotional Wertvolles hat den Weg ins Museum gefunden. Das ist unser Liebesgast. Eine Kiste mit Fotos, Kuscheltieren, Briefen und vielem mehr. Die Überbleibsel einer enttäuschten Jugendliebe, die ein Junge in England nach dem Ende der Beziehung wohl ins Meer geworfen hatte. Am Strand von Texel wurde die Kiste wieder an Land gespült. Genauso wie die verlorene Ladung des Containerschiffs Zoe, das 2019 bei Sturm in Schwierigkeiten geraten war. Auch André und Judith waren damals auf Raubzug. Gefunden haben wir viele Autoteile. Hier ist eins und dort auch. Aber die untere Stoßstange, falls Sie noch was brauchen. Ne? Diese Teile sind auch von Autos. Achso, also das waren für die Produktion vom Fahrzeug alles wichtig. Letzten Winter haben wir diese Jacke gefunden. Diese hier vor 2 Monaten. Wir finden immer noch Jacken am Strand. Es kommen immer noch Sachen von diesem Containerschiff an? Verrückt. Auf dem großen Außengelände des Museums und im Innenhof hat die Gegenwart weitere Spuren hinterlassen. Angespülte Plastikgegenstände in rauen Mengen. Auch die Texeler Nordseefischer haben zur Sammlung beigetragen. Sie holten Anker, Bojen, Ruder bis hin zu Lampenhäusern von Leuchttürmen aus dem Wasser. Insgesamt 7 Dörfer gibt es auf Texel. Das südlichste ist Den Horn. Es ist für seine romantische Kirche, die umliegenden Tulpenfelder, seine gemütlichen Cafés, seine Kunstevents und die Farbenpracht seiner kleinen Gärten bekannt. Typisch für Den Horn sind auch die gemütlichen kleinen Straßen, in denen heute viele Künstler wohnen. Früher lebten in den Häusern vor allem Lotsen, im 18. Jahrhundert einer der wichtigsten Berufe auf der Insel. Im Hafenörtchen Oudeschild waren früher vor allem viele Kapitäne und Krabbenfischer zu Hause. Dort ist man auch genau richtig, wenn der Magen knurrt. Vor allem Fisch isst man auf Texel am besten dort. Ich gucke noch ein bisschen. Chef hat gesagt, ich darf gucken. Meine Kollegin geht jetzt Scholle filieren. Aber erst einmal geht es der Meeresche an die Schuppen. Dann erst ist die Scholle dran. Im De Oude Vismarkt wird der Fisch für viele Restaurants auf der Insel vorbereitet. Oudeschild ist der Heimathafen der Texeler Fischereiflotte, die noch ungefähr 30 Kutter zählt. Einen Fischmarkt gibt es nicht mehr. Die Kutter entladen und verkaufen ihren Fang direkt auf der Fischauktion auf dem Festland. Die Auswahl auf der Insel ist trotzdem vielfältig. Frisch oder geräuchert. Und natürlich Backfisch. Frittieren gehört zur Lieblingsbeschäftigung der Holländer. Einmal Kipling direkt auf die Hand. Wie früher. Perfekt. Direkt auf die Hand gibt es auch die Eiskugeln von Ans Kickert. Seit über 10 Jahren steht sie mit ihrem nostalgischen Eiswagen an einem Fahrradknotenpunkt der Insel. Bei gutem Wetter von Mai bis Oktober. Das Eis kommt direkt von einem Eisbauernhof der Insel.
Und für den Genuss am Abend geht es wieder zurück an den Strand. Diesmal aber nicht in Badehose. Jeder Texel-Kenner hat hier seinen ganz persönlichen Lieblingsstrandpfahl. Wissen Sie, was auf Texel auf jeden Fall dazugehört? Die Pals kennt jeder. Das sind diese Strandpavillons. Ursprünglich sind die Pals die Pfähle, also die Strandabschnitte, wie sie eingeteilt sind. Aber inzwischen geht man in den Pal was Leckeres trinken, was Leckeres essen und hat eine sensationelle Aussicht aufs Meer. Just don't ever think that you're the only one who's gotten good and never showing that they're lonely. Yeah, I know how it feels. Ich bin ja im Urlaub immer ein großer Fan von Wellnessbehandlungen, war ich schon immer gewesen. Ich bin für diese Sendung auch ehrlich gesagt für Da will ich hin schon in alles Mögliche eingewickelt worden. Ich bin schon mit Schokolade eingecremt worden, habe eine komplette Wellness-Sendung gemacht. Aber das, was hier passiert, absolute Premiere. Marianne, das ist Schafswolle, ne? Das war Schafwolle, genau. Das haben wir gleich von den Schafer hier genommen und das ist ganz noch fett. Und das ist ein schönes Leer am Korb. Das sieht so ein bisschen aus wie der Ötzi im Ausbildungsjahr. Wobei nicht sicher ist, ob der bereits in den Genuss der Woolness-Wellness kam. Dafür werden etwa 2 Meter lange Wollwickel locker um den Körper gewickelt. Die Wolle kommt direkt von den Texeler Schafen und wird anschließend recycelt. Ich bleibe jetzt wirklich 30 Minuten liegen. Das Wollbad ist ein alter Inselbrauch und wurde von Hotelchefin Marianne wiederbelebt. Das kratzt auch gar nicht. Das kratzt gar nicht. Das ist speziell von der Texeler Schafwolle. Das hat eine lange Wolle, so das ist nicht so ganz klein und das kratzt dann nicht. Muss ich irgendwas beachten jetzt, oder? Nein, Sie brauchen nichts mehr. Entspannen, schließen Sie die Augen und genießen Sie von der Wolle. Perfekt. Das Wollbad soll gut sein fürs Wohlbefinden und außerdem Hautprobleme, Gelenkschmerzen und rheumatische Beschwerden lindern. Das Bad in der rustikalen Woolness-Hütte im Garten des Hotels kann man einzeln oder als Paar buchen, auch in den warmen Sommermonaten. Haben wir 30 Minuten? Okay. Also, was ich mich selbst im Vorfeld gefragt habe. Erstens, kratzt das? Es kratzt überhaupt nicht. Es ist total kuschelig. Und zweitens, schwitzt man unangenehm? Man schwitzt überhaupt nicht unangenehm, weil es ist sehr luftig, es ist sehr durchlässig, das atmet super. Also ich fand es total schön. Woolness im wahrsten Sinne des Wortes. Um die Texeler Schafswolle geht es auch bei ihr. Künstlerin Rebecca Geskus hat die Haare der vierbeinigen Fellfreunde als Werkstoff entdeckt. Bei ihren Wollfilzkursen lernt man, wie ein Schaffell hergestellt wird. Ungewöhnlich sieht das schon gleich zu Beginn aus. Die Wolle wird richtig nass gemacht. Mit Seife eingerieben, gewaschen und später getrocknet und ausgezupft. Unter Schaffell versteht man in der Regel die Haut eines Schafes samt Wolle. Bei Rebecca muss allerdings kein Schaf sein Leben lassen. Sie verarbeitet nur sorgsam am Stück geschorene Wolle, nicht die Haut. Die Unterseite des Fells wird durch Filz ersetzt und der kann auch ganz individuell dekoriert werden. Dieser Prozess braucht Zeit. Bis ein Schaffell fertig gefilzt ist, vergehen bis zu 8 Stunden. Das war so schön bei dir, danke. Und ich sitze auf meinem eigenen Fell, selbst gemacht, so schön, so comfortable. Also und echt von Texel. Total. Und ein absolutes Unikat. Einzigartig ist auch das Wattenmeer, das rund um Texel beginnt und bis zur dänischen Grenze reicht. Es ist das größte zusammenhängende Gezeitengebiet der Welt. Wie lange haben wir jetzt Zeit eigentlich, bevor das Wasser zurückkommt? 2 Stunden und 40 Minuten etwa. Okay, du behältst es im Blick. Ja. Gut, okay. Marcel Weinalda lebt seit 2005 auf der Insel.
Bei seinen Wattwanderungen will er auch die Magie dieser einmaligen Umgebung vermitteln. Das Wattenmeer ist für ihn wie ein schlagendes Herz, voller Leben. Jetzt gehen wir fischen, wie die Löffler macht. Nur ohne Schnabel, ohne ja, genau, lange Beine. genau. Mit einem Kästchen. Das macht man so. Laufen und dann unterhalten und unter Wasser. Ja. Im Sand oder? Ein bisschen drüber. Ja. Was könnten wir fischen? Ja, das kann Fischen sein. Das ist immer eine Überraschung. Oh. Hey! Ein Krebs mit ein Schere. Siehst du? Ja, leider, er ist schon im Netz. So, ich kann das so machen. Ich mache mir nichts. Wenn ich so das mache, dann sieht mein Finger nicht aus wie ein Schnabel. Und dann hat er keine Panik. Dann oder hat so. er keine Panik, da kein Stress. Das ist die mit den Seesternen hier drauf. Hier. Aber noch ganz kleine. Ganz kleine, aber die können größer werden natürlich. Und die haben Augen an jedes Arm. Am Ende des Arms hat er ein Auge. So fünf Augen? Ja, genau. Und die essen dann zum Beispiel Mischmuschel. Knacken die oder? Nein, die haben die 5 Arme, um das um mit Kraft zu öffnen. Ja. Weil die Mischmuschel wird mit Kraft sich geschlossen halten. Und dann entsteht ein Streit von, kann sein 3 Tage. Bis sie aufgibt oder genau, sowas? Genau. Eingegrabene Würmer, Muscheln und Schnecken. Mit der nächsten Flut erscheinen Fische und Krebse. Das Watt gehört zu den biologisch produktivsten Lebensräumen der Erde. Die Nordsee ist auch das Zuhause der Möwen. Wo sie sind, ist oft auch Kapitän Frido mit seinem Krabbenkutter TX10 nicht weit. Fast täglich heißt es bei ihm Leinen los. Er ist ein alter Hase auf hoher See. Hier können wir mit dem Autopilot steuern. Also, mit anderen Worten, du bist als Kapitän hier jetzt gar nicht mehr nötig, ne? Na, eigentlich nicht. Bleib zu Hause das nächste Mal. So, bist du aber, kijk, das steuert automatisch, aber wir fahren in das Wattenmeer. Und das große Teil, so 75%, ist Sandbank. Hast du immer schon Ausflugsfahrten gemacht oder was ist eigentlich dein Anfang gewesen? Aber ich war früher Berufsfischer, Krabbenfischer und auch Seezunge und Scholle in der Nordsee. Und wir mit meinem Vater zusammen. Und dann in 1994 sind wir angefangen mit Gästen mitzunehmen. Ja. Maar da war die Krabbenfischerei schlecht. Und ja, wir mussten doch Geld verdienen. Und das verdient Kapitän Frido seitdem mit organisierten Krabbenkutterfahrten für Touristen. Frische Nordseekrabben fangen und gleichzeitig verschiedene Meerestiere entdecken. Frido ist ein echtes Kind der Insel. Seine Vorfahren haben sich bereits im 18. Jahrhundert auf Texel angesiedelt. Und weil Seeluft hungrig macht, gibt's für jeden Teilnehmer zum Schluss eine Tüte der frisch gekochten Krabben mit nach Hause. Auf Wiedersehen sagen oder Totzins wie die Niederländer, mit dem Geschmack der Nordsee auf der Zunge. Ich bin gerade ein bisschen wehmütig, weil es Abschied nehmen heißt. Insofern heißt es für mich auch Texel, da will ich wieder hin. Es ist eine super Familieninsel, es ist eine schöne Insel, um als Pärchen Urlaub zu machen und sie ist super gelegen, man ist schnell da. Vielleicht kommen Sie ja auch mal her. Uns wird es freuen, wenn es Ihnen Spaß gemacht hat. Bis zum nächsten Mal. Fiets met jou mee door heel de stad. Als jij dat wil, nou dan doe ik dat. Ik ben hier op je blauwe dag. Blauwe dag. 1 seconde. Laten we dansen tot de morgen en de lucht weer open gaat.